Heute habe ich die große Ehre, euch die MZ32 präsentieren zu dürfen. Hierbei handelt es sich um den würdigen Nachfolger der MZ24-Serie, welche auch ich bislang immer geflogen bin. Aber wenn man sich diesen Sender so ansieht, dann sieht man schon, es handelt sich hierbei um die allerneueste Generation an Handsendern. Die Firma Graupner war so freundlich, mir als Teampilotin einen der ersten Prototypen dieses Senders zukommen zu lassen, sodass ich euch nun exklusiv einen ersten Einblick in diesen neuen Handsender gewähren kann. Wenn wir uns den Sender erstmal aus der Nähe ansehen, dann fallen als erstes die ganz neuen Knüppel ins Auge. Mir persönlich gefallen die richtig gut. Wir haben nach wie vor das typische Graupner Rot-Aluminium-Design, was sofort ins Auge sticht und inzwischen auch schon sowas wie ein kleines, ich sage jetzt mal ein kleines Firmenmerkmal geworden ist. Bei den Knüppeln handelt es sich um vierfach gelagerte Aluminium-Knüppelaggregate mit Hallsensoren und einer Auflösung von 12 Bit. Was auch sofort ins Auge fällt und was einer meiner persönlichen Favorites ist diese Patch-Antenne hier oben. Das heißt, wir haben nicht mehr die typische 2,4 GHz Antenne, die etwas fragil in die Luft steht und wenn man verreist und den Sender mitnimmt, passiert es halt gerne häufig mal, dass man da irgendwie hängen bleibt und das ist und bleibt einfach ein fragiles Teil. Die Zeiten sind jetzt vorbei, denn wir haben jetzt hier oben diese kleine Patch-Antenne mit einer quer eingebauten Antenne und zwei redundanten 2,4 GHz HF-Modulen. Wie auch schon bei der MZ24 kommt dieser Sender quasi als Mode 0 aus der Packung, was so viel heißt wie, er ist noch auf keinen festen Mode eingestellt. Ihr könnt also selbst entscheiden, welchen Mode ihr fliegen wollt und das Ganze so einstellen, wie es euch passt. Jetzt habt hierzu hier hinten ein paar kleine Schräubchen und ein paar kleine Abdeckungen, wo ihr einfach mit dem Schraubenzieher reingehen könnt und dann könnt ihr die Rasterung für jeweils einen Knüppel und natürlich auch den Widerstand der Knüppel je nach eurem persönlichen Belieben einstellen. Weiterhin haben wir hier oben, wie schon in gewohnter Manier von der MZ-Serie, massig Schalter. Ihr habt hier kleine Drehpotties, ihr habt hier 3-Wegeschalter, 2-Wegeschalter, Kippschalter, ihr habt Taster, ihr habt auf der Rückseite selbstverständlich wieder für die Flächenflieger, für das Fahrwerk diese kleine Rasterung. Also da sollten wirklich keine Wünsche offen bleiben. Hier hinten haben wir das Batteriefach und hier findet ihr den eingebauten LiPo-Akku. Dieser hat satte 9000 mAh, was euch für ungefähr 10 Stunden auf dem Flugfeld reichen sollte. Der Sender besitzt einen internen 16 GB Speicher, auf welchen ihr sowohl direkt vom Sender aus zugreifen könnt. Ihr könnt den Sender aber auch ganz einfach per USB an den PC anstecken. Die 16 GB bieten genug Platz für Update-Files, für Sounddateien, aber auch für MP3s. Könnt ihr hier eure eigenen MP3s draufladen und diese abspielen, sowohl über den Lautsprecher als auch über Kopfhörer oder Bluetooth-Kopfhörerset. Und das ist besonders toll für die Leute, die gerne einfach mit Musik fliegen oder die zum Beispiel ihre neue Musik hier üben. Kommen wir aber nun zu dem Hauptmerkmal der MZ32. Wir haben hier ein wunderschönes, großes 4,3 Zoll Display, welches auch deutlich heller ist als bei der MZ24. Hier sollte es also keine Probleme geben, auch bei direkter Sonneneinstrahlung und schönem Wetter, was hier in Deutschland nicht so häufig ist, das Display sauber ablesen zu können. Wenn wir uns das Ganze einmal genau anschauen, ihr habt so etwas wie einen kleinen Home-Bildschirm. Und das Tolle an diesem Home-Bildschirm ist, ihr könnt euch alle Sachen, die angezeigt werden, individuell zusammenstellen. Ich habe hier zum Beispiel meinen Modellnamen, meine Flugphase und habe mir hier direkt aus meiner Telemetrie, lasse ich mir meine Drehzahl und meine Kapazität, genauso wie meine Temperatur und meine Zellenspannung anzeigen. Dann habe ich hier noch meinen Timer, den ich mir für die Flugzeit sowieso immer mitlaufen lasse. Und hier unten kann ich mir einen Schnellzugriff einprogrammieren für einige Dinge, die ich vielleicht häufiger einmal brauche. Wie gesagt, diese kleinen Fältchen, diese sogenannten Widgets, könnt ihr selbst je nach Belieben und auch je nach Modell belegen. So könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr ein Verbrennungsheli oder ein Verbrennungsflächenmodell habt,
euch dort verbrennerspezifische Daten anzeigen lassen. Wenn ihr einen Segler habt, könnt ihr euch zum Beispiel das Vario anzeigen lassen für die Höhe zum Beispiel, die jetzt für mich als Heliflieger nicht so interessant ist. Aber für mich als Elektroheliflieger kann ich mir dann zum Beispiel alles anzeigen lassen, was in diesem Bereich fällt. Der Sender ist also sehr darauf ausgelegt, dass ihr ihn euch möglichst individuell zusammenstellen könnt. Dies fängt nicht nur hier bei den Widgets an und bei den frei programmierbaren Schaltern, bei dem individuell einstellbaren Knüppelmodus. Ihr habt nämlich auch noch die wunderbare Möglichkeit, euch für jede einzelne Flugphase, für jede Schalterstellung, für jede Warnung, einfach für alles, könnt ihr euch eine eigene Sounddatei abspielen lassen. Das heißt, der Sender kommuniziert mit euch. Ihr könnt aber auch, und das ist das, was ich gemacht habe, euch individuell Soundfiles auf den Sender laden und die dann in der entsprechenden Situation abspielen lassen. Ich habe zum Beispiel meinen guten Freund Nick Johnson gefragt, ihr kennt ihn alle als Mr. Commentator, die Stimme ist unverkennbar. Ich habe ihn gefragt, ob er für mich vielleicht ein paar Soundfiles aufnehmen könnte, die ich ihm vorher aufgeschrieben habe. Und jetzt kann ich mir diese einzelnen Soundfiles auf den Sender laden. Ich stecke ihn einfach per USB-Kabel an den PC an, spiele mir das da drauf und dann kann ich ganz einfach zuweisen, hey, wenn ich in meinen Low-RPM-Modus gehe, dann ertönt Nick Johnsons Stimme und sagt Low-RPM, Baby, oder was auch immer ich da gerade gerne haben möchte. Solltet ihr also mit den von Graupner gegebenen Soundfiles nicht zufrieden sein, so steht der ganzen Sache nichts im Wege, dass ihr euch selbst mal überlegt, was ihr dafür gerne haben möchtet. Ihr schließt den Sender an den PC an, spielt euch das drauf und schon habt ihr eure individuellen Ansagen, Warnungen, Knüppelzustände, was auch immer ihr wollt. Die MZ32 würde nicht 32 heißen, wenn es nicht mit der Zahl 32 irgendetwas auf sich hätte. Wir haben nämlich tatsächlich echte 32 Kanäle. Außerdem haben wir 999 Modellspeicher. Also ich sage euch, ich habe schon viele Helis, aber wenn ihr es schafft, 999 Modelle auf diesem Sender anzulegen und dann noch einen weiteren braucht, dann seid ihr echt der König, dann dürft ihr euch bei mir melden, aber ich glaube nicht, dass das irgendjemand schaffen wird. Eine ganz großartige Möglichkeit, die bestimmt gerade für die Flächenflieger von euch interessant ist, ihr könnt an einen Modellspeicher bis zu 4 Empfänger koppeln. Das ist dann interessant, wenn ihr möglichst viele Kanäle braucht und diese auch ansteuern möchtet. Die MZ32 ist nicht nur für uns Heliflieger und Flächenflieger gedacht, sondern sie unterstützt sowohl Heliflieger, Flächenflugzeug, Multikopter, Boot und Bodenfahrzeuge. Eine weitere Neuerung, die sicher viele von euch freuen wird, die gerade nicht so viel Bock haben, sich durch irgendwelche ausgedruckten Anleitungen zu friemeln oder PDFs runterzuladen und sich die dann durchzulesen. Ihr findet auf jedem Bildschirm dieses kleine Fragezeichen hier oben und das kleine Fragezeichen öffnet jeweils immer einen Hilfetext, der genau für diesen Bildschirm gemacht ist. Und ihr seht hier direkt in eurer Sprache, in meinem Fall jetzt auf Deutsch, einen Hilfetext, der mir sagt, was ich auf diesem Bildschirm mit welchen Knöpfen alles einstellen kann. Keine Neuerung, aber schon sehr beliebt von der MZ-Serie ist eben die Möglichkeit, dass ich kabellos meinen Empfänger einstellen kann, meine Telemetrie-Module, meinen Flybarless-Empfänger, wenn ich zum Beispiel einen von der Firma Graupner benutze, wie ich es zum Beispiel tue. Das heißt, ich brauche wirklich kein Kabelgewirrwarr mehr, sondern ich kann mit meinem Sender direkt alles wireless einstellen, ohne sogar wie beim Heli die Haube abnehmen zu müssen. Der Sender ist außerdem WLAN und Bluetooth fähig. Das heißt, ihr könnt euch mit dem Sender in euer Heimnetzwerk, in euer WLAN einwählen. Ihr könnt Updates, Sender-Updates direkt ohne Anschließen an den PC machen. Ihr könnt ein Bluetooth-Headset anschließen. Ihr habt massig Möglichkeiten durch diese neue Art von Konnektivität. Ein weiteres tolles Feature, welches ihr schon von der MZ-Serie kennt, ist das kabellose Lehrer-Schüler-System.
Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine Flugstunde bekommt oder vielleicht sogar Flugstunden selber gebt und beide Leute haben eine MZ Graupner Funke, so benötigt ihr kein Kabel mehr, um die beiden Sender miteinander zu verbinden. Denn ihr wisst, ein Kabel ist ein potenzieller Störfaktor, Interferenzfaktor. Da kann jemand drüber fallen, man kann dran hängen bleiben und stöpselt das aus Versehen aus. Ihr könnt die beiden Sender wireless miteinander verbinden und dann kann einfach nichts mehr passieren. Und ein kleines neues Feature, was besonders die Gamer unter euch freuen wird, ist das haptische Feedback-System. Das heißt, wenn es irgendeine Form von Warnung gibt oder der Sender mit euch kommunizieren möchte, dann habt ihr sowas wie einen kleinen Vibrationsalarm. Ich hoffe, euch hat der Einblick in die neue MZ32 der Firma Graupner gefallen. Solltet ihr euch für weitere Infos wie Preis oder Verfügbarkeit interessieren, so schaut doch einfach einmal auf der Webseite von Graupner, nämlich www.graupner.de vorbei. Und solltet ihr mich einmal auf einer Veranstaltung treffen, so seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen, euch meinen Sender einmal näher anzusehen. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei der Firma Graupner für die Zusendung dieses Prototyps und für die Möglichkeit, dass ich euch diesen tollen neuen Sender einmal aus erster Hand zeigen konnte. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und würde mich freuen, wenn wir uns bei einem meiner nächsten Videos wiedersehen.